Seit Tausenden von Jahren nutzen Menschen Pfeil und Bogen. Zuerst als Jagdwaffe, mit der die Beute auf größere Entfernungen erlegt werden konnte, als mit einem Speer, aber auch für kriegerische Auseinandersetzungen. Bis er im 16. Jahrhundert langsam von den Musketen abgelöst wurde. Heute erfreut sich Bogenschießen immer größerer Beliebtheit, doch die heutigen Modelle haben relativ wenig mit den ursprünglichen Formen zu tun. Es gibt aber Bogenbauer, die sich genau auf diese ursprünglichen Formen spezialisiert haben. Einer davon ist Matthias Heider aus Treffling in Oberösterreich. Er baut nicht nur selbst Holzbögen, sondern bietet auch Kurse an, in denen man das Bogenbauen lernen kann. Wie bist du zum Bogenbauen gekommen? Ja, von den kindlichen Erfahrungen mit Haselnussstecken, Flitzebogen einmal ganz abgesehen, habe ich in den letzten Jahren, wie der Boom vom Bogensport so angefangen hat, bin ich wieder eingestiegen, habe mir am Anfang eine Ausrüstung gekauft, habe aber dann eigentlich sofort angefangen, selber meine Bögen bauen. Wie lange machst du das schon? Ja, angefangen habe ich ungefähr mit dem Schießen 2010. Mit dem Bauen selber habe ich dann ein Jahr später ungefähr angefangen, also 8, 9 Jahre mache ich das jetzt im Prinzip. Du bietest auch Bogenbaukurse an. Was muss ich dafür kennen? Eigentlich, damit man einen Bogenbaukurs bei mir machen kann, muss man gar nicht wirklich recht viel kennen. Man sollte nicht komplett zwei linke Hände haben, aber die Voraussetzungen sind nicht sehr hoch. Es hat nur jeder seinen Bogen zusammengebracht bei mir. Und welches Holz ist dafür am besten geeignet? Ja, da gibt es eine Menge Hölzer, die fürs Bogenbauen geeignet sind, heimische Hölzer und auch andere exotische Hölzer. Bei uns gibt es Esche, Nussbaum, Haselnuss ist ebenfalls geeignet. Und dann gibt es halt auch so Hölzer, die nicht mehr so leicht zum Auftreiben sind, Eibe, Ossitsch, das ist ein amerikanisches Holz, in Ungarn gibt es auch. Die muss man halt dann übers Internet kaufen, das ist dann ein bisschen teurer. Na, dann suchen wir uns jetzt einmal einen Baum. In Ordnung. Naja, das wird bestenfalls ein Bogen. Haselnuss ist oft ein bisschen verdraht gewachsen, das ist dann nicht optimal. Kann ich mir aber beim Bauen nachher nur ausführen und austragen ein bisschen. Ja, der reißt ziemlich auf eine Seite. So, jetzt sind wir in deiner Werkstatt. Was brauchen wir jetzt, damit wir aus dem Stückel Holz einen Bogen machen können? Ja, aus dem Stückel Holz können wir jetzt momentan noch gar nicht recht einen Bogen machen. Wir werden ihm jetzt die Enden versiegeln, damit er beim Trocknen da nicht Risse reinkriegt. Und dann müssen wir ihn auf Zeiten legen und einmal ein Jahr trocknen lassen. Nehmen wir einen Weißleim, einen wasserfesten, streichen ihm die Enden da schön ein. Wie lange dauert so ein Bogenbaukurs? Je nach Teilnehmerzahl 2 Tage, eventuell 3 Tage. Wenn man mehrere Teilnehmer hat, dann sind 3 Tage sinnvoll. Und wer kann einen Bogenbaukurs machen? Prinzipiell jeder. Ein gewisses Alter sollte man schon haben. 12, 13 Jahre sollte das ein Bursch oder ein Mädel sein, dass er einigermaßen mit einem Handwerkzeug umgehen kann. Dann hat es auch Sinn. Und wo kann man sich für den Bogenbaukurs anmelden? Kontaktdaten sind auf meiner Homepage zu finden.
selber gern schießen geht, dann ist es natürlich auch gut, wenn man selber mal einen Bogen gebaut hat, damit man weiß, was man in der Hand hat. Wenn du auch lernen möchtest, wie du deinen eigenen Bogen bauen kannst, dann melde dich einfach an unter www.bogenbau-heider.at.